Wir haben bei der Entwicklung von Mitarbeitenden gesagt oder gefragt, ob das möglich ist. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es möglich ist, wenn sie wirklich wollen. Wie finde ich denn raus, ob eine Organisation sich verändern will? Das ist ja fast unmöglich. Also es gibt Studien, da wurde die Veränderungsbereitschaft der gesamten Organisation oder eines Unternehmens oder eines Teilbereichs eines Unternehmens gemessen. Und da spricht man auch von einer Veränderungsbereitschaft der Organisation. Aber was mache ich dann damit? Also ich kann Organisationen verändern, nur dann, wenn es für jedes einzelne Mitglied dieser Organisation Sinn macht. Und es macht dann Sinn und ist dann stimmig, wenn es der Strategie folgt. Und wenn die Strategie so ausgerichtet ist, dass ich weiß, wozu bin ich eigentlich hier? So, was ist mein Platz als Zahnrad in diesem großen Räderwerk? Macht das Produkt oder die Dienstleistung für mich Sinn? Entspricht das Ganze meinem ethisch-moralischen Anspruch? Ist es für mich erfüllend oder ist es einfach nur so ein Job? Ne? Und wenn ich diese Identität empfinde und mich mit dem Unternehmen identifiziere und ich sehe, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit gibt, für das Unternehmen sich zu ändern, dann bin ich auch bereit, es zu tun. Die Frage ist jetzt, wie gehen Unternehmen davor, das zu tun, das zu machen? Da spricht man eigentlich von der Inkubation. Also beispielsweise hat BMW sich damals entschieden, den i3 und den i8 zu entwickeln, nicht in der Standardorganisation, sondern in einer eigenen Organisation. Die wurde finanziell ausgestattet, die wurde mit einem Zeitplan ausgestattet, der hatte einen Anfang, der hatte ein Ende und dann wurden die Modelle auch nicht mehr weitergetragen. Der i3 wird ja jetzt auch eingestellt. Aber von dieser Entwicklung oder diese inkubierte Organisationseinheit hat dann eine ganz andere Kultur gelebt und sich ganz anders strukturiert als der Mutterkonzern, als der alte Konzern mit den Verbrennern und mit den herkömmlichen Strukturen. Und die Organisation hat dann versucht, davon zu lernen. Und zwar nicht nur technisch davon zu lernen, inwieweit jetzt diese technologischen Entwicklungen im I-Bereich, also im Elektrobereich, in die normale Flotte eingebaut werden kann, sondern eben auch, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Und das ist auch diese neue Arbeitsplatzgestaltung. Wie schaffe ich das, tatsächlich ein New Workplace zu designen? Und ich habe es am eigenen Leib in meiner Firma gespürt, wo ich versucht habe, Open Space Büros, Homeoffice und so weiter einzurichten. Und wir haben uns alle sehr schwer damit getan. Und auf einmal ging es total schnell, als Corona kam. Weil das war die Außenwirkung oder das war der äußere Effekt, der kam. Und dann war einfach Homeoffice und virtuell zu arbeiten, sich virtuell zu treffen, Teammeetings virtuell abzuhalten, war auf einmal eine Notwendigkeit, eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und die Firmen, die da eine Vorreiterrolle gespielt haben, hatten es natürlich sehr leicht, das dann zu tun. Und wir merken ja jetzt, wir sind ja schon fast in der Post-Corona-Zeit, dass viele Unternehmen das auch beibehalten und auch den Zwang zur physischen Anwesenheit eben nicht mehr haben und auch hybride Arbeitsformen erleben. Also Entwicklung von Organisationen ist genauso schwer wie die Entwicklung eines Individuums, eines Mitarbeitenden, und es braucht einen äußeren Trigger und die einfachste Art und Weise, wenn man die Kultur einer Unternehmung ändern will und neue Kompetenzen braucht, ist entweder ein neues Unternehmen zu kaufen, es parallel fahren zu lassen und dann die alte Organisation davon lernen zu lassen oder innerhalb einer bestehenden Organisation es zu inkubieren und auch zu trennen. Und ich habe in den 90er Jahren sogar Schauspieler dazu benutzt, um Mitarbeitenden beispielsweise die neue Welt oder ein neues Geschäftsmodell oder ein neues Produkt tatsächlich vorzuspielen und welche Verhaltensweisen da an den Tag gelegt werden müssen, von Schauspielern vorzuspielen im Rahmen des Business-Theaters.